So ein Samurai-Schwert gilt als die Vollendung aller Schmiedekunst. Samurai-Schwerter genießen weltweit Anerkennung, sind heiß begehrt und kosten ein Vermögen. Und das seit Hunderten von Jahren. Und wie verhält es sich dagegen mit den Schwertern europäischer Ritter? Sie gelten landläufig als klobig und grobschlächtig. Vollkommen falsch, behaupten jetzt deutsche Schmiede. Auch in Europa beherrschte man die Schmiedekunst und auch europäische Schwerter konnten es jederzeit mit japanischen aufnehmen. Das wollten wir natürlich genau wissen und fordern auf zum Duell. Samurai-Schwert gegen Ritterschwert. Die Samurai, Elite-Krieger Japans. Mehr als 1000 Jahre führten sie eine legendäre Waffe in die Schlacht. Das Samurai-Schwert. Eine Waffe mit einer Seele, nach überlieferten Traditionen geschmiedet. Eine Klinge schärfer als jedes bekannte Material. Ihre Kraft soll mühelos einen Menschen zerteilen. Das Samurai-Schwert schneidet mit Leichtigkeit, durch Eisenplatten und sogar durch Schwertklingen, ohne Schaden zu nehmen. Doch ein deutsches Schwert kratzt am japanischen Mythos. Beim Kampf um Leben und Tod würde ich mich immer für das deutsche Langschwert entscheiden. Wir zeigen das Geheimnis der japanischen Schmiedekunst und testen das Samurai-Schwert mit einem der besten Schmiede Europas. In einem noch nie durchgeführten Experiment prüft Welt der Wunder die Superklinge. Sind Samurai-Klingen tatsächlich besser als die Klingen deutscher Ritter? Die Ursprünge der Samurai-Krieger gehen zurück bis ins 8. Jahrhundert. Ihr Leben war geprägt von einem Ehrenkodex, dem Bushido, dem Weg des Kriegers. Aufrichtigkeit, Mut, Respekt und Ehre sind wichtige Tugenden eines Samurai. Um ihnen gerecht zu werden, muss ein Krieger ein Leben voller Disziplin führen. In Friedenszeiten trainieren die Elite-Krieger pausenlos ihre Kampfkünste. Ein Samurai beginnt schon als Kind seine harte Ausbildung, denn er muss lernen, sich zu verteidigen und übt unentwegt mit seinem Vater. Das Training findet im Freien statt. Auch im Winter, um den jungen Samurai noch stärker abzuhärten. Mit 5 Jahren erhält der Jungkrieger seine Seele. Das erste eigene Schwert. Das Symbol und das Erkennungsmerkmal eines Samurai war der Schwertkampf und das Recht, ein Schwert zu tragen. Ein Samurai war Teil einer Elite. Das Schwert war Symbol seiner umfassenden Autorität. Hollywoods Spielfilme zeigen, dass selbst ein auswegloser Kampf durch den richtigen Umgang mit dem japanischen Katana gewonnen werden kann. Es soll so scharf sein, dass es sogar andere Klingen mühelos durchschlägt. Was macht das Samurai-Schwert zum angeblich besten Schwert der Welt? Wir lüften das Geheimnis der japanischen Schmiedekunst. Stefan Roth ist einer der besten Schmiede Europas. Er arbeitet seit über 14 Jahren nach den traditionellen Methoden der japanischen Schmiedekunst. Von seiner Hand geschmiedete Katana sind selbst in Japan begehrte Waffen. Ich versuche das Schwert so zu schmieden, als wenn das Leben seines Besitzers sozusagen davon abhängen würde. Für die Klinge braucht Stefan Roth besonders hochwertiges Metall. Diesen Rohstahlbrocken hat er extra aus Japan importiert. Ein Samurai-Schwert herzustellen ist aufwendig und anstrengend. Bis zum fertigen Schwert arbeitet ein Schmied etwa 2 Wochen ohne Pause. Sobald der Rohstahlbrocken glüht, hämmern die Vorschläger ihn nach und nach zu einer flachen Scheibe. Nach dem Abkühlen zerbricht Stefan Roth die Rohstahlplatte. Die einzelnen Bruchstücke stapelt er dann zu einem Paket und erhitzt es auf 1200 Grad Celsius. Durch das fortwährende Hämmern verschweißen die einzelnen Metallschichten miteinander. Bei diesem Arbeitsschritt schmieden die Männer das Paket auf die doppelte Länge aus. Dann kerbt Roth den Stahl ein, um ihn anschließend zu falten. Bis zu 15 Mal muss er den Stahl einer Samurai-Klinge auf doppelte Länge schmieden und erneut falten. Dabei entstehen mehrere 10.000 Schichten Stahl. Es
Es ist so, dass der Stahl vor dem Schmieden, praktisch das Ausgangsmaterial, noch relativ verunreinigt ist. Man muss das praktisch reinigen, diesen Stahl. Das passiert also im Falten, indem man halt einfach die Verunreinigung rausquetscht. Das ist also ähnlich zu vergleichen mit einem Brotteig, den ich also durchkneten muss, bis er halt dementsprechend passig ist. Jetzt schmiedet Roth die Klinge etwa 4 Stunden lang aus. Hierbei erhält sie ihre spätere Länge. Das Samurai-Schwert darf im Kampf nicht brechen. Gleichzeitig soll es jedoch rasiermesserscharf sein. Es braucht einerseits einen weichen Klingenrücken und andererseits eine extrem harte Schneide. Diese Herausforderung muss Stefan Roth beim sogenannten Härten des Schwertes bewältigen. Es ist der schwierigste Arbeitsschritt von allen. Zuerst streicht er auf die Klinge ein Gemisch aus Lehm und Sand. Viel auf den Klingenrücken, wenig auf die Schneide. So kann die Schneide später im Feuer komplett durchhärten, während der Rücken weich und flexibel bleibt. Jetzt wird das Schwert geboren, das heißt, wir härten jetzt das Schwert, deswegen muss es auch dunkel sein, damit ich also die Glühfarbe von 820 Grad genau erkennen kann. Stefan Roth muss an der Farbe des glühenden Stahls erkennen, wann die richtige Temperatur erreicht ist. Bei der Beurteilung der Glühfarbe stört den Schmied jede noch so geringe Lichtquelle. Ich muss nochmal unterbrechen, es ist zu hell, ich sehe nichts. Hey, warte. Unsere Filmkamera stößt an ihre technischen Grenzen. Immer noch zu hell. Echt? Ja. Ich erkenne nämlich überhaupt gar nichts. Ja, das ist gut. Die Temperatur in der Schmiede gleicht inzwischen einer Sauna. In diesen Minuten kann nichts Stefan Roths Konzentration ablenken. Ein Fehler und die Klinge wäre zerstört. Es ist soweit. Die Klinge ist genau 820 Grad heiß. Im Wasserbad kühlt sie blitzschnell ab. Dabei entsteht ihre charakteristische Krümmung. Perfekt. Eine Samurai-Klinge ist geboren. Stefan Roth arbeitet nun die grobe Form der Klinge heraus. Danach schleift er bis zu 8 Tage, bis das Schwert seine weltweit gefürchtete Schärfe besitzt. Die extrem harte Schneide bleibt länger scharf als bei jedem anderen Schwert. Ein solches Samurai-Schwert kostet zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Sammler zahlen für antike Klingen sogar bis zu 300.000 Euro. Das fertige Schwert ist kein Spielzeug, sondern eine tödliche Waffe. Wir wollen wissen, wie man mit dem Superschwert kämpft. Stefan Roth ist dafür bestens geeignet, denn er ist ebenso Schwertkämpfer. Seit mehr als 37 Jahren trainiert er verschiedene Kampftechniken. Unter anderem Kenjutsu, den original japanischen Schwertkampf. Ein guter Schmied sollte also auch ansatzweise mit dem Schwert umgehen können. Das wäre jetzt vergleichbar wie ein Autokonstrukteur, der überhaupt gar kein Auto fahren kann. Wie will der vernünftige Autos bauen? Und bei Schwertern ist es natürlich genau das Gleiche. Ein Kampf mit dem Katana war oft innerhalb eines Augenschlags vorbei. Ein Teil dieser Technik ist Batojutsu, das Schwert schnell ziehen, was jetzt in dieser Technik gezeigt wird. Ich blocke jetzt praktisch mit dem Schwertrücken, schneide in die Achselhöhle hinein und drehe mich so, dass ich ihn in den Rücken schneiden